witzig finde bei den Live-Sessions, die alle mal reinschreiben, was kostet oder so und so. Wenn die brauchen bloß auf die Seite gehen, ja? Ja, aber manchmal will man das ja immer wissen. Heute mal ein fliegender Start. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Live-Session. Heute die zweite Sitzung mit Lutz. Hallo Lutz. Hallo. And welcome back to all our English-speaking customers or customers to be. Welcome back to another live session, Scalp Micropigmentation Modern Hair Loss Solution in Germany. Wie auch beim letzten Mal werde ich das Ganze ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch halten. We will speak as well German as well as English. So this is, you can get our service in English and in German. You can ask us in English and in German. Doesn't matter, but we're trying to reach a bigger audience here on YouTube, and that's why we're also including English. Also, nochmal für alle auch auf Deutsch, keine Sorge, wir sind jetzt nicht plötzlich alle englischsprachig geworden, wir bedienen natürlich weiterhin auch in Deutsch, wir sind auch in Berlin in Deutschland positioniert, aber wir wollen halt auf YouTube auch noch mehr Leute ansprechen, ein internationales Publikum ansprechen und deswegen natürlich Deutsch und Englisch, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir eine zweite Session beim Lutz. Wir haben wie immer schon mal den Hinterkopf sehr, sehr schön gefüllt. Und die zweite Session ist ja, wie ich sie immer liebevoll nenne, die Wow-Session. Lutz, stimmt das? Absolut. Absolut. Weil bei der zweiten Session wird so viel Dichte schon eingebracht, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, das ist fast fertig. Das ist zwar noch nicht ganz fertig, das wird alles nochmal ein bisschen heller und man braucht auf jeden Fall auch eine dritte Session, aber es geht auf jeden Fall voran. And also in English, the second session in the back is already done. Now we're gonna do the front, and the second session is what I always like to call it the wow session. And Lutz also said, yes, it is the wow session. Why do I call it the wow session? Because usually after the second session, the customer understands and gets a feeling for the finished result, because the density is so high after the second session that you can really imagine how you're gonna look when the result is completed. Now, it still takes like a third session, sometimes a fourth session, it depends on the skin type, to really complete and polish the result, but the second session is, as we like to call it, the wow session. Now, let's have a look at this wow session, and I'm gonna take my hand cam for that, and we're gonna have a look. We're gonna have a look at this result. Now, the front is very, very light. I'm gonna try to change the light a little bit. And yeah. Now here you can see very little density from the first session. We have been extra carefully with Lutz's skin in the front and trying to get a feeling for it. So not much happened after the first session, but as you can see, a lot happened after the second session. Now this is the natural hair, this is all micro pigments. Looks really, really nice, skin is holding up well. It is a rather firm skin, which needs a little bit of more power, but it works, it always works. So don't worry. No matter what kind of skin you have, it always works. Sometimes it takes 3 sessions, sometimes it takes 4 sessions, but in this case, it already looks really, really good. I like the result for second session. All right, now we're gonna give you back the overview, and now I'm gonna set up the split screen as usual, our favorite point of view, where you can see us from this side and where you can see us from that side. Okay, now we've got that, and we've got this. Das kann sich aber keiner vorstellen, dass es echt nicht wehtut, ja?
Ja, viele sagen immer, hä, kann ich mir gar nicht vorstellen, jetzt dein Kumpel, mit dem du hier angereist bist, der konnte sich das auch nicht vorstellen, dass das halt gar nicht wehtut. Ich kann ja auch nicht sagen, dass es gar nicht wehtut, aber die meisten unserer Kunden sagen einfach, das ist kein Schmerz im klassischen Sinne. Also für dich ist es beispielsweise sehr besonders angenehm. Du sagst ja, hey, ich finde es echt angenehm. Also vor allen Dingen auch jetzt beispielsweise im hinteren Bereich, auf dem Oberkopf, sagst ja selber, ey, es ist wirklich toll, es ist wirklich angenehm. Und für viele Kunden ist es ähnlich. Viele Kunden sagen eben auch, hey, ich finde es angenehm, das ist wie so eine merkwürdige Kopfmassage, könnte man vielleicht das Ganze nennen. Ja? Gab es mal so eine Metalldinger, wo du mit dem Kopf massieren konntest? Wo du mehrere Punkte hattest? Ja, natürlich. Die sehen dann auch noch. Und eigentlich wie so ein Extrem davon ist das eigentlich. Bloß halt nur auf einer Stelle. Ja, das klingt doch richtig gut, dass das für dich so ist. Was Lutz jetzt meinte, ich meine, das kennt ihr sicherlich zu Hause auch. Lutz meinte hier diese Kopfmassagedinger mit den 4, 5, 6, diesen Metalldingern, die halt den Kopf, die Nervenbahnen am Kopf so schön massieren. Und das ist halt super angenehm. Und für viele Kunden ist das nämlich auch so. Und das höre ich natürlich immer am liebsten, weil das bedeutet, dass die ganze Behandlung halt eben nicht nur am Ende schön ausschaut, sondern für den Kunden auch noch angenehm ist. Gibt doch nichts Besseres, oder? Yeah, just a quick recap in English. Lutz was saying that also like his friend, he came with a friend today. His friend looked at the treatment and said, I can't imagine that it doesn't hurt. Whereas I have to say, and all of our customers say, it's not pain. You cannot really call it pain. Of course, people are different. So some people are more sensitive than others. That's normal. But no one actually describes it as painful. For some is it more kind of stimulating or irritating for the skin. For others, it's less. And Lutz, for example, says it's even nice in a lot of areas on the backside of his crown and on top of his head. He even said that it's a nice feeling. It is like those head massage things which give you this pleasurable sensation on the scalp. And he compares it to that. So it really depends on how you perceive pain or don't perceive pain, or how your pain management works. And that's super individual. So of course I can't promise to everyone that it's not painful, it's going to be really nice. But most of our clients say, hey, it's not pain. It's okay. Some say it's a little bit more intense, some a little bit less. But in the end, it's always fine. And the clients are always happy that they've done it. So no one regrets the treatment. That's the main part of it. Alright, Lutz, bist du bereit? Na los. Okay, let's go. Gib Flamme.
Alles gut. Stört dich der Kaugummi? Ja, alles gut. Wellness Oase Georg. Wellness Oase Georg. Hat es geklappt mit dem Teilen der Live-Session? Ja, hat geklappt. Sehr schön. Das ist gerade mein Bruder, der letzte mit hier war, weißt du? Ja. Schönen Gruß aus dem Urlaub, weil der ist gerade im Urlaub. Vielen Dank, liebe Grüße zurück. Und macht doch auch so eine Pigmentation. Sagt er? Nee, sage ich. Ah. Wenn ich in Urlaub fliege, warum soll das Zeug machen? Urlaub ist auch wichtig. Na, erst Pigmentation, dann Urlaub. Nee, erst Urlaub, dann Pigmentierung. Ach so, und gleich's aus, du hast recht. Ja, nee, aber dann hat man mehr Ruhe im Urlaub. Hast du natürlich auch Hat man mehr Ruhe. Ich immer, also wenn es nah aneinander liegt, empfehle ich immer erstmal Urlaub machen, sich nicht stressen, danach Pigmentierung und dann hat man beides. Hauptsache beides auf jeden Fall. Hauptsache beides, Urlaub und Pigmentierung, definitiv. We're talking about a friend of Lutz who is right now on holidays. Hi to you. And Lutz said, yeah, I don't understand why he's going to holiday. He should rather be here and do the scalp micropigmentation. I said, hey, always holidays first, and then you do the micropigmentation, because that way you don't restrict yourself during the holiday. And Lutz added, yes, but the most important part is to do both, go on holidays and get your head done. Guck mal, im Endeffekt ist ja so eine Haarpigmentation nichts anderes, als wenn sich Frauen eine Augenbrauen, wie heißt denn das hier, Permanent Make-up machen. Genau, Permanent Make-up, ja, ähnlich. Machen sie auch das, damit sie sich wohler fühlen oder weniger Arbeit haben, ja? Korrekt. Korrekt. Take the hand cam and bring it in a little bit closer so you can really, really see all the details that are going on.
Halbzeit hier auf dem Kopf, genau. Lutz was saying, I can feel that we're getting close to half of the head, or as I like to call it, two-face, where I'm done with half of the scalp in the front. And when you look in the mirror, you see like a almost finished hairline, and on the other side it's like the before and after in the mirror, which is a really surreal look for the client, but it's also a lot of fun. Willst du es dir gerne wieder anschauen im Spiegel? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Sehr schön. Der beste Moment der Sitzung. Wenn man es vorher nachher sieht? Auf jeden Fall. Yeah. Lutz is saying it's the best moment of the session when the front is half done and you look in the mirror and you see this before and after. He says it's the best moment of the session. Meine Großeltern, die waren am Anfang auch voll dagegen, weil sie gedacht haben, das ist eine typische Tätowierung und weißt du, wie ältere Leute sind, ne? Ja. Und jetzt, wo sie es gesehen hatten, ich bin ja direkt nach der ersten Sitzung reingefahren, hab sie gezeigt, da waren sie erstmal platt und haben gesagt, boah, das sieht ja echt aus wie, man sieht ja nichts davon, weißt du, das ist... Ja, also es fällt nicht auf, meinst du? Genau, sieht echt aus. Genau, und auf der anderen Seite auch gesagt, Mensch, macht's richtig. Wenn du dich wohler fühlst, dann... Toll, tolle Geschichte. Auf jeden Fall. Yeah, Lutz was telling a story about his grandparents. Lutz had his first session 2 weeks ago, and before the session, before the whole treatment started, he told his grandparents about the whole treatment. Well, not only, but also his grandparents. And his grandparents, of course, immediately thought, well, it's a standard tattoo. So they were against it. They said, don't do it, we don't believe it's going to look good, and so on. And after the first session, he went to his grandparents' house, and they were amazed that they didn't expect it to look that good, and they didn't expect it to look that realistic. So in that moment they understood, hey, it's not a standard tattoo, it's a specialized treatment which can actually look fantastic. And in that moment they said, all right, now we understand how it looks, and now we understand that it looks really good, so go for it. If it makes you happy, if it makes you feel better, then definitely do it. And I'm pretty sure that after today's session, when Lutz is gonna visit his grandparents, they're gonna be even more amazed, because it's a night and day difference comparing the first and the second session. Auf jeden Fall. Na, die hat das halt auch genervt mit dem Cappy, ja, weil zu jedem Anlass, wenn wir essen waren und das, hatte ich das Ding auf, und das finden sie natürlich auch nicht so schön. Ja klar, wie alt bist du jetzt? 36, auch wenn ich aussehe wie... Also 10 Jahre trägst du Cappy. Ja, knapp. Ja, knapp 10 Jahre Cappy, und die Großeltern haben sich ständig beschwert, dass bei jedem Anlass, egal wo, Restaurant, immer Cappy getragen wurde. Kann ich auch verstehen. Lutz was also adding that his grandparents, probably not only his grandparents, but mainly his grandparents, always complained about him wearing a base cap. He said no matter the event, if it was a birthday or not, when we went to the restaurant, I was still wearing a base cap. And of course, it's not maybe the prettiest thing to do, but if you want to cover your scalp, what else can you do except for scalp micropigmentation? So that's maybe one of the biggest things that Lutz told me earlier. He's looking for getting rid of the base cap, or at least not having to wear it to cover the head, but having the option to use it just as a piece of accessory for the style, but not having the necessity to wear it to cover his hair loss. Genau. So, wir haben jetzt gleich den halben Kopf. So, jetzt gucken wir uns das doch mal gemeinsam an. Was würde ich sagen? Georgs Wellnessstudio. Bitte? Georgs Wellnessbehandlung, ja. So. Noch nicht schauen? Okay.
schauen wir uns das Ganze nochmal gemeinsam an. Beziehungsweise das kann man mal so lassen. Ja, jetzt können wir hier wunderbar vorher und nachher quasi in einem Bild sehen. Na? Unter der Lichtung. Ja. So, hier kann man jetzt richtig schön sehen, was wir jetzt schon geschafft haben. Das ist hier das Ergebnis der Dichte der zweiten Sitzung. Und hier quasi die verblasste erste Sitzung, da sieht man noch ein paar Punkte, aber die Haut hat nicht ganz so viel abgespeichert nach der ersten Sitzung. Das ist völlig okay, das ist normal, das kommt manchmal vor, je nach Hauttyp, und das kann sich doch aber auf jeden Fall sehen lassen. Unser Fundament hat sich quasi ein bisschen... Nö, das Fundament ist ja da. Also bloß manchmal wird es noch mal ein bisschen erweitert sozusagen, ein bisschen verstärkt. So, na dann schauen wir. Schön, ja. Auf jeden Fall cool. Ja. Mhm. Kommt gut. Der Wow-Effekt. Der Wow-Effekt ist da, ne? Mhm. Ja, das glaube ich. Stimmt, hier ist der Übergang von hier ist ein normales Haar und da hast du das andere eingelaufen lassen, oder? Aber das normale Haar ist sogar noch ein bisschen weiter. Das Ja. ist circa hier. Und das wird hier quasi in allen Bereichen verblendet bei dir. Mhm. Also das hier vorne ist komplett neu hergestellt. Dein normales Haar, dein eigenes Haar verläuft circa hier. Mhm. Genau, das fühlt man hier auch so ein bisschen. Genau, Cool. richtig. Kann sich sehen lassen, oder? Sehr schön, auf jeden Fall, ja. Ja. Mhm. Cool. Gut, Georg. Weil du es eben kannst. Ja, jahrelange Erfahrung halt, ne? Ja, Hier kann man die Erfahrung, die kann man quasi nicht umgehen. genau so ist es. Ja. Muss man quasi Deshalb überlegt euch zweimal, arbeiten. überlegt euch zweimal, wo ihr hingeht. Echt stark. Mhm. Das hast du schön gesagt, Lutz. Vielen lieben Dank dafür. Ja, Ja, es ist ja auch, wichtig, es ist ja eine höchst sichtbare Behandlung. Und die Erfahrung kannst du halt nicht ersetzen, oder? Das Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. So. Und du hast halt echt ein anderes Gesicht, wenn dein Ansatz hier ist, als wenn der halt nicht da ist. Als wenn du nur an Seiten diese euren Haare da noch hast. Ja, das reicht nicht, um jugendlich auszusehen. So, das ist wieder eingestellt. Kurz kontrolliert. Yes, so quick translation update. Den Spiegel kann ich hier gerne wegnehmen. Hast du noch einen Schluck trinken für mich? Machen wir gleich. Okay. Ready sind, ja? Lutz was saying that he not only loves the second session, that he loves the before and after, but he also says that he was really confident coming here because he saw a lot of results. He saw a lot of videos, and he could really get an inside look on the quality of the work, and says that you should really think twice before choosing the appropriate provider, because nothing can be as disappointing as getting a bad scalp micropigmentation. Because if you get a scalp micropigmentation which doesn't look good, you definitely don't feel good, and you're back to wearing a base cap. So always do your research, look for a good provider, look for the results, get a good consultation, listen to your guts. You may not be a professional, but your guts can tell you a lot about the person who is actually providing the treatment. So always do your research, look for a lot of material, video material, photo material, doesn't matter. In my opinion, there's not a much better medium than, for example, something like this, a live session, because if you're doing good work and you can stream it live, you can show it live, well then go ahead, do it. And don't hide your work. Not many people do it this way, but we believe in the transparency of the treatment, because the more transparency you show, the better the feeling is that your client can get even before he is here to get the treatment, right? Okay,
Bist du bereit? Na klar. Weiter geht's. Gesundheit. Dankeschön. Das ist auch so ein Phänomen raus, müssen viele niesen, wenn du in der Region bist, oder? Ist hier ein Tuch für dich? Woran liegt das? Tja, gute Frage. Nächste Frage. Das habe ich schon mal in mehreren Live-Sessions gesehen. Also, das kann man eigentlich relativ einfach beantworten. Es werden Nerven stimuliert, die der Nase quasi eine etwas falsche Information geben. Hier oben werden Nerven stimuliert, die deiner Nase die Information geben, hey, da ist irgendwas in die Nase gekommen, ich muss entweder die Nase muss entweder laufen oder ich muss das Ganze jetzt rausniesen. Und das ist auch der Grund, warum man beispielsweise niesen muss. Bei der Behandlung. Aber das kommt nicht immer vor, also bei manchen Kunden ist es so, bei manchen ist es nicht so. Ich hatte das manchmal schon gesehen gehabt, da habe ich auch gedacht. Jetzt soll ich mein Kaugummi entsorgen, Georg. Ja, kein Problem. Das ist Kannst du mir geben? ausgelegt. Danke.
mit denen, die du vor 5, 6 Jahren schon pigmentiert hast, haben die schon nachpigmentiert? Ja, sicher, natürlich. Ich hatte ja letzter Termin oder hast du noch wen? Nee, heute bist du Das ist auch mal letzter Termin. auch mal spannend, ne? Ja, aber bist ja auch mein zweiter drin heute. Na, ich hatte ja heute. Vormittags hatte ich einen.
den Livestream hinbekommen. Hat sie hinbekommen? Ja, Gruß an die Mama. Herzliche Grüße an die Mama. Lutz was saying that his mom got a link to the live session and he made it, she made it work at home. So, hi, Lutz's Mama. Liebe Grüße. Ist ein bisschen wie im Radio, oder? Wo man auch mal grüßen kann, ne? Georgs Wünscheliste. Georgs Wünscheliste. Ja, die meisten wünschen sich Haare, ne? Klappt ja. Ja, klappt ja auch, quasi. Fertig. We're almost done for today. Okay, herzlichen Glückwunsch, congratulations, that was your second session. Das war's mit der zweiten Sitzung. Bleib noch mal ganz kurz liegen, ich reinige ganz kurz ab. Dann schauen wir uns das alles gemeinsam an. Werden sich meine Kunden auch wundern, weil ich fast, ich verkaufe ja Klamotten in der Hamburg, weißt du? Ja. Und da verkaufe ich auch die Cappies, die ich immer aufhabe. Ja. Und dadurch, dass du die auch hast, verkaufst du die eigentlich auch ständig, ja? Ja. Die werden natürlich am meisten gucken, dann, was ist denn da los? Braucht ihr kein Cappy mehr? Nö. Du wirst halt echt nur noch als Accessoire getragen. Das ist ein bisschen so wie bei mir, ne? Du bist dann der Mann, der Cappies verkauft, der keine Cappies braucht. Genau. Und ich bin der Mann, der Haarpigmentierung macht, der keine Haarpigmentierung braucht. Genau. Ja, quasi so der umgekehrte Fall. Das ist für die gute Winzer. Bitte? Das ist gerade über die gute Winzer auf dem Kopf, ja? Ja, ein bisschen Pfefferminzextrakt ist da drin.
gewöhnt. Mhm. Auf jeden Fall. So. Tipptopp. Sehr schön. Dann. Voilà. Schnürsenkel auf. Eine Sekunde. Okay. Dann. Machen wir Folgendes. Nee. Machen wir so. Jetzt machen wir. So. Dann darfst du gerne aufstehen. Und nimm mal bitte auf den Rollhocker Platz. Jawohl. So, dann stell ich das hier gleich schon mal schön ein. Und das haben wir gleich. So, und dann schauen wir uns das Ganze doch mal ein bisschen von nahem an. Und zwar. Ich sehe schon, mein Bauch ist ein bisschen kürzer. Dein Bart ist ein bisschen kürzer, ja. Das kann gut sein. Ja, kürzer. So, sehr schön. Na, das sieht doch toll aus. Langsame Drehung. Noch nicht, kommt gleich. Erstmal schauen wir uns das Ganze so an. Ja, vorne ist jetzt natürlich noch ein bisschen gerötet, das ist normal. Don't mind the redness. The skin in the front is of course more red than in the back because the back could already relax a little bit. So, jetzt eine Sekunde. Was ist denn hier mit dem Autofokus? Jetzt, okay. Jetzt kannst du dich gerne einmal um die eigene Achse drehen. Sehr schön. Daumen hoch. Ausgezeichnet. Yes, so for everyone who's tuning in right now, maybe this was the second session for Lutz. We applied much more density than in the first session, and it looks really, really, really nice. Now, Lutz was a maximum hair loss candidate, so we did the whole scalp, and the hairline is now completely rebuilt with scalp micropigmentation. Excellent. Now, as part of our procedure, the finish, as always, is now a little bit of wellness, a little bit of relaxing after some tough work. Und auch nochmal ganz kurz auf Deutsch für alle, die jetzt gerade zuschauen. Das war jetzt die zweite Sitzung für den Lutz. In der zweiten Sitzung haben wir jetzt deutlich mehr Intensität reingebracht, logischerweise als in der ersten Sitzung. Und jetzt gibt es zum Abschluss unserer Behandlung noch ein ganz klein bisschen Wellness. Und dieses Wellness-Programm gibt es immer mit unseren bedampften Tüchern, die auch noch ein feines Zitrusaroma haben. Denn nach so einer Behandlung, die rutschen noch ein ganz klein bisschen rüber, dann komme ich auch hier rein. Sehr schön. Perfekt. Sehen wir gut aus, oder? Wir überprüfen es. Ich weiß. Oh ja, wir sind voll im Bild. Perfekt. Sehr schön. Jetzt gibt es ein bisschen Wellness-Programm. Nicht auf die Pigmentierung, aber gerne ins Gesicht. Oh, ja. Ist die sauber, ja? Ja, das ist wie so eine kleine. Ab wann kann ich wieder in die Sauna gehen? 2 Wochen sind es doch. 3 Wochen. 3 Wochen, okay. 3 Wochen von jetzt an auf kannst du in die Sauna gehen. This is a little bit wellness after an intense session because it is an intense session even for Lutz because of course he has to lay down. It takes 2.5 to 3 hours, so it's refreshing. It's just a little bit wellness. Das Express. Gut? Express Wellness. Express Wellness. Alright, also vielen lieben Dank fürs Einschalten, vielen lieben Dank auch an dich für die zweite Session. Schaltet auch wieder ein in der dritten Session. Das wird in circa 4 Wochen passieren. Wir haben schon den 5.10., 15 Uhr. 5. Oktober. Ja, genau. 5. Oktober, 15 Uhr bist du hier. Ja. Das heißt, wir werden so wahrscheinlich um ca. 17 Uhr
denke ich mal, live gehen. 5. Oktober, genau, falls nichts dazwischen kommt bei dir. For everyone tuning in, thank you so much for tuning in, and if you haven't subscribed, subscribe to our YouTube channel. We're letting it grow right now, and also of course subscribe to our Facebook page, whatever fits you best, or just do both. So thank you very much for watching, thank you very much for coming. Thanks again. And we'll see Lutz in approximately 1 month again. He said on the 5th of October his next session is going to be the 3rd session, where we apply even more density, make the whole result even fuller and even more natural, and of course a little bit darker. So thank you so much. Please subscribe and like our Facebook page, and we're gonna see each other again at the end of the week. This Friday we're gonna have 1 or maybe even 2 live sessions, so tune in again, subscribe, and see each other again. Thank you so much. Bye bye. Bis bald. Leute, lasst euch pigmentieren. Danke. Bei Geo. Lutz says, go get a hair tattoo, get a scalp micropigmentation. You're gonna feel better. Danke. So.